Also ich bin der Dennis Betschart. Ich bin einer der jüngsten Fahrzeugrestauratoren in der Schweiz. Ich habe heute eine besondere Perle hier. Ich habe einen 190er Mercedes mit Brabus-Umbau AB3, wo wir ein paar Probleme haben. Das Auto läuft nicht mehr. Ist ein importiertes Fahrzeug von Frankreich. Ich mache mich jetzt hier mal dran an und versuche herauszufinden, was dem sein Problem ist. Ich gehe in erster Linie auf die Zündanlage. Sprich, ich werde zuerst mal schauen, ob das Auto überhaupt zündet. Zündet es eine Zündkerze? Haben wir einen Zündfunken an der Zündspule? Geht irgendwo der Zündfunken verloren? Und dann die Bauteile, die ich ausbaue, inklusive der Kerzen, versuche ich zu beurteilen, dass wir allenfalls so schnell wie möglich an das Ziel kommen. Sprich, ich werde jetzt zuerst einmal eine Kerze ausbauen und schauen, ob dort überhaupt ein Funken entsteht. Als nächstes werde ich das Gleiche machen beim Kabel der Zündspule. Und nachher werden wir den Verteiler einmal ausbauen, den Verteilerfinger einmal wegnehmen und das Ganze anschauen, ob wir dort irgendwo auf den grünen Zweig kommen. Man sieht dort den Elektrodenabstand, mal optisch zumindest einigermaßen stimmt. Genau schauen muss man es halt mit einer Blattlehre. Ja. Man kann es aufgrund von dem ein bisschen interpretieren, ist sie brandschwarz und eventuell ein bisschen nass, ist sie sicher immer zu fett gelaufen, zu viel eingespritzt. Ist sie ganz weiss und hell, kann man davon ausgehen, dass das Auto viel zu mager gelaufen ist oder mager läuft. Ja. Sprich, dass er zu wenig einspritzt und einfach zu viel Luft bekommt. Mhm. Das kann man aufgrund der Zündkerze ein bisschen sagen. Okay, gut. Die sieht jetzt nicht so schlecht aus. Das Kabel auf die Zündspule direkt kommt. Mhm. Dann kann man so schauen, ob die Zündspule wenigstens die Zündspannung erzeugt oder nicht. Ja. Sind die Teile eigentlich immer so rot oder ist das ausnahmsweise jetzt bei Brabus? Nein, die sind immer rot. Okay. Die sind immer so rot. Alle Kontaktaufnahmen, eventuell ein Riss im Gehäuse, wo der Funken durchschlagen könnte. Es hat hier Brandspuren und es hat hier unten Brandspuren. Und dort sollten ganz sicher keine Brandspuren vorhanden sein, weil das ist schwarz verkohlt. Vom Funkenabschnitt gibt es immer einen kleinen Verschleiß vom Material. Das heisst, das Material wird verbraucht bei einem Funken. Darum die Zündkerzen, die alt sind, die haben fast keine Mittelelektroden mehr dran, weil das Material verbraucht wird. Bei jedem Mal, wo der Funken springt und abreißt, wird ein bisschen Material abgenommen, minim. Und da sieht man so Funkenspuren. Das ist ganz sicher nicht korrekt. Okay. Interessant.
ist jetzt natürlich die Frage. Der Brabus hat zum Beispiel auch andere Zündkerzen, da hat es extra Plakette, Okay. wo drauf steht, was für Zündkerzen das müssen verbaut werden. Ja. Es müssen andere Zündkerzen verbaut werden. Und das Fahrzeug hat einen neuen CO-Gehalt von den Abgas, Ja. weil der Motor hat eine andere Nockenwelle und alles drin. Also der ist ja optimiert. Ja. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass wenn man dass er eventuell auch eine stärkere Zündspannung hat, die erzeugt wird. Und dass ein originaler Finger, obwohl es ja Originalmaterial ist, dass ein originaler Finger die Zündspannungen gerne nicht mag ausheben und irgendwo anfängt durchzuschlagen.